Vor etwa 4000 Jahren entstand auf der Mittelmeerinsel Kreta eine Hochkultur, die wir heute als die minoische Zivilisation kennen. Lange vor den antiken Griechen prägte diese Gesellschaft die Region und hinterließ Spuren, die bis in die Gegenwart reichen. Die Forschung zu dieser faszinierenden Epoche begann erst vor etwa einem Jahrhundert, hat aber seither unser Verständnis von der Frühgeschichte Europas grundlegend verändert. Der Begriff Minoer wurde von dem Archäologen Sir Arthur Evans geprägt, der Anfang des 20. Jahrhunderts die Ruinen des Palastes von Knossos ausgrub. Er leitete den Namen von König Minos ab, einer sagenhaften Gestalt der griechischen Mythologie, die eng mit der Insel Kreta verbunden ist. Diese Gesellschaft, die während der Bronzezeit blühte, beeindruckte durch ihre Kunst, Architektur und ihren weitreichenden Handel. Sie war eine der frühesten Hochkulturen Europas und beeinflusste viele nachfolgende Gesellschaften, insbesondere die griechische. Obwohl die minoische Zivilisation seit Jahrhunderten verschwunden ist, geben ihre Überreste uns heute Einblicke in eine faszinierende Epoche, die den Übergang von prähistorischen zu historischen Gesellschaften markiert. Die Ursprünge der minoischen Zivilisation reichen weit in die Jungsteinzeit zurück, als die ersten Siedler um etwa 7000 v. Chr. Auf der Insel Kreta ankamen. Diese frühen Bewohner stammten vermutlich aus dem Nahen Osten oder Anatolien, wie genetische Studien nahelegen, und brachten mit ihrer Migration wesentliche Fortschritte in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit. Ihre Ankunft markierte den Beginn einer neuen Ära für Kreta, da die natürlichen Ressourcen der Insel eine ideale Grundlage für die Entwicklung von dauerhaften Siedlungen boten. Frühe Siedlungen und Lebensweise. Archäologische Untersuchungen haben gezeigt, dass die ersten Siedlungen auf Kreta in fruchtbaren Ebenen und an Küstenstandorten errichtet wurden, wo Zugang zu Wasser und Ackerland gewährleistet war. Diese frühen Gemeinschaften lebten in einfachen, aus Lehm und Stein errichteten Häusern und bauten Grundnahrungsmittel wie Weizen, Gerste und Hülsenfrüchte an. Die Haltung von Schafen, Ziegen und Rindern ergänzte ihre Nahrungsgrundlage und ermöglichte die Herstellung von Milchprodukten, Fleisch und Leder. Ein bedeutender Fundort aus dieser Zeit ist die Höhle von Knossos, die später zu einem zentralen Ort der minoischen Zivilisation wurde. Hier fanden Archäologen Werkzeuge, Keramikfragmente und Spuren von Lagerfeuern, die darauf hindeuten, dass diese frühen Bewohner bereits über grundlegende Techniken zur Verarbeitung von Nahrungsmitteln und Materialien verfügten. Die Einführung der Bronzezeit und der gesellschaftliche Wandel. Mit dem Beginn der Bronzezeit um 3000 v. Chr. Vollzog sich auf Kreta ein tiefgreifender Wandel. Die Einführung der Metallverarbeitung veränderte nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die gesellschaftliche Organisation. Bronze, eine Legierung aus Kupfer und Zinn, war widerstandsfähiger als Stein oder Knochen und ermöglichte die Herstellung von fortschrittlicheren Werkzeugen, Waffen und Schmuckstücken. Dieser technologische Fortschritt führte zu einer Spezialisierung in der Arbeitsteilung. Während einige Mitglieder der Gemeinschaft sich auf die Landwirtschaft konzentrierten, wurden andere zu Handwerkern, die Metallgegenstände, Keramik und Textilien herstellten. Diese Spezialisierung war ein erster Schritt in Richtung einer komplexeren sozialen Struktur. Die geografische Lage Kretas im östlichen Mittelmeer spielte eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der frühen Gesellschaften auf der Insel. Eingebettet zwischen Europa, Asien und Afrika lag Kreta an einer der bedeutendsten Handelsrouten der Antike. Diese Position ermöglichte es den frühen Bewohnern, von den Entwicklungen und Innovationen der benachbarten Kulturen zu profitieren. Handelskontakte mit dem Nahen Osten, Anatolien und Ägypten brachten nicht nur exotische Waren wie Obsidian, Elfenbein und Edelsteine nach Kreta, sondern auch neue Ideen und Technologien. Im Gegenzug exportierten die Bewohner Kretas landwirtschaftliche Produkte wie Olivenöl, Wein und Getreide, die durch die fruchtbaren Böden und das milde Klima in hoher Qualität produziert werden konnten.
Mit der Zeit entstanden auf Kreta immer größere und komplexere Siedlungen. Fundorte wie Knossos, Phaistos und Malia zeigen, dass diese Gemeinschaften bereits in der Frühzeit organisiert und fortschrittlich waren. Die Struktur dieser Siedlungen deutet auf eine zentrale Verwaltung hin, die den Handel, die Nahrungsproduktion und möglicherweise auch religiöse Rituale koordinierte. Ein wichtiges Merkmal dieser frühen Gemeinschaften war die Produktion von Keramik, die sowohl für den Alltag als auch für den Handel von großer Bedeutung war. Die Töpferwaren aus dieser Zeit waren nicht nur funktional, sondern oft auch kunstvoll gestaltet. Sie zeigen, dass die frühen Bewohner Kretas bereits ein ausgeprägtes ästhetisches Bewusstsein hatten. Die Kombination von technologischen Fortschritten, einer günstigen geografischen Lage und einer fruchtbaren Umwelt legte den Grundstein für das Entstehen einer der ersten Hochkulturen Europas. Die frühen Gesellschaften Kretas entwickelten stabile Strukturen, die ihnen nicht nur das Überleben, sondern auch Wachstum und Innovation ermöglichten. Dieser Prozess der kulturellen Entwicklung dauerte Jahrhunderte, wurde jedoch durch die Einführung der Metallverarbeitung und die zunehmenden Handelskontakte beschleunigt. Die frühen Siedlungen, die um 3000 vor Christus begannen, sich in komplexere Zentren zu verwandeln, bildeten schließlich die Grundlage für das, was wir heute als die minoische Zivilisation kennen. Zwischen 1900 und 1450 vor Christus erlebte die minoische Zivilisation ihren kulturellen Höhepunkt, der als das goldene Zeitalter Kretas bekannt ist. Diese Epoche war geprägt von außergewöhnlichen Fortschritten in Architektur, Kunst und Gesellschaftsstruktur. Die imposanten Paläste von Knossos, Phaistos, Malia und Karthozakros stellen die markantesten Überreste dieser Zivilisation dar. Sie waren nicht nur die Residenzen der Elite, sondern auch multifunktionale Komplexe, die als Verwaltungszentren, Lagerhäuser und kulturelle Treffpunkte dienten. Die Paläste waren nicht nur architektonische Meisterwerke, sondern auch organisatorische Zentren, die die ökonomische und politische Struktur Kretas widerspiegelten. Ihre zentrale Lage und ihre grandiose Gestaltung machten sie zu Symbolen der minoischen Macht und Raffinesse. Die minoische Gesellschaft war bemerkenswert gut organisiert, was sich in ihrer fortschrittlichen Landwirtschaft und dem florierenden Handel widerspiegelte. Auf den fruchtbaren Böden Kretas wuchs eine Vielzahl von Pflanzen, darunter Olivenbäume, die das wertvolle Olivenöl produzierten, sowie Weinreben und Getreide. Diese landwirtschaftlichen Produkte bildeten die Grundlage des Handels, der Kreta zu einem bedeutenden Akteur im Mittelmeerraum machte. Die minoischen Handwerker waren bekannt für ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten in der Herstellung von fein verzierter Keramik, Schmuck und anderen Kunstgegenständen. Diese Produkte fanden nicht nur in Kreta selbst, sondern auch in weiten Teilen des Mittelmeers und darüber hinaus Absatz. Der Handel trug dazu bei, dass die minoische Kultur weit über die Grenzen Kretas hinaus Einfluss ausübte. Die Paläste von Kreta sind vor allem für ihre bemerkenswerte Architektur bekannt. Viele dieser Paläste waren mehrstöckig und mit ausgeklügelten Innenhöfen und Wasserversorgungssystemen ausgestattet, die eine effiziente Nutzung der Ressourcen ermöglichten. Diese Bauwerke waren nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch anspruchsvoll, was sich in der detailreichen Gestaltung der Räume und der Nutzung von Fresken widerspiegelt. Die Wände vieler Paläste waren mit lebendigen Fresken geschmückt, die Szenen aus dem täglichen Leben, religiöse Rituale und Darstellungen der Natur zeigten. Diese Kunstwerke bieten einen einzigartigen Einblick in die Ästhetik und die kulturellen Werte der minoischen Zivilisation. Sie zeigen die Bedeutung von Zeremonien, die enge Beziehung der Menschen zur Natur und die Wertschätzung von Schönheit und Kunst. Durch diese Kunst und Architektur erhalten wir heute wertvolle Informationen über das Leben der minoischen Gesellschaft, ihre sozialen Strukturen und ihren Umgang mit der Natur und der Spiritualität.
Das Erbe der minoischen Zivilisation bleibt somit ein faszinierendes Kapitel der antiken Geschichte und ein bedeutender Beitrag zur Kultur des Mittelmeerraums. Die minoische Zivilisation zeichnete sich durch eine einzigartige künstlerische Ausdrucksform aus, die sowohl in ihrer Ästhetik als auch in ihrer Symbolik bemerkenswert ist. Die Fresken, die in den Palästen und Villen Kretas entdeckt wurden, sind ein Paradebeispiel für die Kreativität dieser Gesellschaft. Sie zeigen Szenen aus der Natur, Delfine, Lilien, Vögel, sowie Darstellungen von Menschen bei sportlichen Aktivitäten, wie dem berühmten Stiersprung. Diese Kunstwerke vermitteln ein Bild von Lebensfreude und Harmonie mit der Umwelt. Auch in der Keramik spiegelt sich die Raffinesse dieser Gesellschaft wider. Die Kamaresware, benannt nach der Höhle, in der sie erstmals entdeckt wurde, ist für ihre feinen, dünnwandigen Gefäße und farbenfrohen Muster bekannt. Später, in der sogenannten Meeresstilphase, wurden Tongefäße mit Motiven wie Tintenfischen und Fischen verziert, die die enge Verbindung der Menschen zum Meer unterstreichen. Die religiösen Praktiken der minoischen Zivilisation sind ein weiteres faszinierendes Kapitel. Heiligtümer, die sowohl in den Palästen als auch in abgeschiedenen Bergregionen errichtet wurden, spielten eine zentrale Rolle im spirituellen Leben. Der Stier, ein immer wiederkehrendes Symbol in der minoischen Kunst, könnte eine religiöse Bedeutung gehabt haben, möglicherweise als Symbol für Stärke und Fruchtbarkeit. Die minoische Religion war im Wesentlichen eine Religion des Heiligen, die die göttlichen Kräfte in verschiedenen natürlichen Elementen und Erscheinungsformen verehrte. Die religiösen Praktiken beinhalteten vor allem Rituale, die in den Palästen und in religiösen Heiligtümern stattfanden. Es gibt Beweise für die Verehrung von Fruchtbarkeitsgöttern und Göttinnen, die in direktem Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Produktion und dem Wohlstand standen. Die minoische Religion ist in ihrer Struktur eher dezentral und informell, im Vergleich zu den späteren, organisierten Religionen wie dem griechischen oder römischen Pantheon. Es gab keine groß angelegten Tempel im modernen Sinne, sondern religiöse Zeremonien wurden in Palästen, in Höhlen und in freien Naturräumen durchgeführt. Obwohl die minoische Religion von der griechischen Mythologie beeinflusst wurde, sind viele der spezifischen Gottheiten und ihre Rollen noch nicht vollständig verstanden, da die meisten Schriften der minoischen Zivilisation nicht entziffert wurden. Einige wichtige Gottheiten und komplexe Gottheiten, die in der minoischen Religion eine Rolle spielten, umfassen. Die größte und am weitesten verehrte Gottheit in der minoischen Religion war eine Muttergöttin, die häufig mit Fruchtbarkeit, Ernte und der Natur in Verbindung gebracht wird. Sie wurde oft in Form einer Frau mit weitem, fließendem Gewand und häufig mit Tieren wie Schlangen dargestellt, die als Symbole für Fruchtbarkeit und die Erde dienten. Diese Gottheit könnte auch die Erdmutter oder große Göttin gewesen sein, die als Quelle allen Lebens verehrt wurde. Ihre Verehrung ist in zahlreichen Fresken, Skulpturen und Statuen bezeugt. Der Minotaurus. Eine der bekanntesten Figuren aus der minoischen Mythologie ist der Minotaurus, ein mythologisches Wesen mit dem Körper eines Mannes und dem Kopf eines Stieres. Er wurde als Kind der Königin Pasiphae, der Frau von König Minos, geboren, die sich in einen weißen Stier verliebt hatte. Der Minotaurus selbst ist eher eine mythologische Figur und weniger eine zentrale Gottheit, aber seine Geschichte spiegelt die enge Beziehung zwischen Mensch, Gottheit und Tier in der minoischen Symbolik wider. Der Stiergott. Der Stier war ein weiteres zentrales Symbol in der minoischen Religion und wird häufig mit Kraft, Männlichkeit und Fruchtbarkeit assoziiert. Der Kult des Stieres spielte eine wichtige Rolle in den minoischen Zeremonien, wie beispielsweise den Bull-Leaping, Stierspringen, bei denen Menschen über Stiere sprangen, was möglicherweise ein rituelles Symbol für die Überwindung von Naturkräften war. Poseidon. Der Gott Poseidon, der später in der griechischen Mythologie als Gott des Meeres und der Erdbeben bekannt wurde, scheint in der minoischen Religion bereits verehrt worden zu sein.
Auf Kreta gibt es zahlreiche Darstellungen von Göttern und Gottheiten, die mit dem Wasser, dem Meer und den Erdbeben in Verbindung stehen. Poseidon könnte ursprünglich eine kretische Gottheit gewesen sein, die später in das griechische Pantheon aufgenommen wurde. Der göttliche Herrscher. Neben den weiblichen Gottheiten gab es auch männliche Gottheiten, die verehrt wurden. Der göttliche Herrscher könnte in Form von Minos dargestellt worden sein, dem legendären König von Kreta, der in vielen kretischen Erzählungen als göttlich verehrt wurde. In einigen Darstellungen wird er als mächtiger Gott oder als überirdische Figur gezeigt, die mit übernatürlicher Macht und Weisheit ausgestattet war. Zu den häufigsten Opfergaben gehörten Tiere, insbesondere Ziegen und Vögel. Es ist auch dokumentiert, dass Pflanzen wie Olivenzweige und andere Naturprodukte sowie Keramiken und Kunstobjekte als Opfergaben verwendet wurden. Rituelle Tänze. In den minoischen Kulten spielten Tänze eine zentrale Rolle. Die Paläste, insbesondere der von Knossos, wiesen große Innenhöfe auf, in denen religiöse Zeremonien und Tänze stattfanden. Tänze waren möglicherweise ein wichtiger Bestandteil von Fruchtbarkeitsriten oder symbolisierten den Zyklus von Leben und Tod. Fresken und Statuen. Die religiösen Praktiken wurden oft durch kunstvolle Fresken und Statuen dokumentiert. Diese Darstellungen zeigten häufig Götter, Göttinnen und symbolische Tiere. Besonders bemerkenswert sind die Darstellungen von Göttinnen, die von Tieren begleitet werden, wie die Göttin mit den Schlangen, deren Bild oft mit der Fruchtbarkeit und dem Schutz der Erde in Verbindung gebracht wird. Höhlen und Heiligtümer. Heilige Orte wie Höhlen und natürliche Felshöhlen waren wichtige religiöse Stätten. Es wird angenommen, dass sie als Orte der Verehrung für Fruchtbarkeits- und Naturgötter dienten. Die berühmte Höhle von Zeus auf Kreta, die als Geburtsort des griechischen Gottes Zeus galt, könnte ursprünglich ein minoisches Heiligtum gewesen sein, das später von den Griechen übernommen wurde. Die minoische Religion hatte einen erheblichen Einfluss auf die spätere griechische Mythologie und religiöse Praxis. Viele der minoischen Gottheiten, insbesondere die Fruchtbarkeitsgöttinnen und Naturgötter, wurden später in das griechische Pantheon integriert, wenn auch in abgewandelter Form. Auch die Bedeutung von Stieren und der Erde als zentrale religiöse Symbole blieb ein starkes Element der griechischen Religion. Die Zivilisation auf Kreta war keineswegs isoliert, sondern tief in ein weit verzweigtes Netzwerk von Handels- und Kulturaustausch eingebunden, das sich über das gesamte östliche Mittelmeer erstreckte. Diese kulturelle Vernetzung spielte eine entscheidende Rolle beim Aufstieg und der Blüte der minoischen Kultur und trug zu ihrer weltweiten Bekanntschaft bei. Kreta, als Dreh- und Angelpunkt dieses Netzwerks, war sowohl ein Zentrum des Handels als auch ein kultureller Knotenpunkt, der Waren und Ideen aus verschiedenen Regionen der antiken Welt miteinander verband. Die Handelsrouten, die die Insel mit anderen bedeutenden Zivilisationen verbanden, reichten von Ägypten über Mesopotamien und Zypern bis hin zum griechischen Festland. Diese Verbindungen ermöglichten einen regen Austausch von Waren, aber auch von Technologien und kulturellen Praktiken. Auf Kreta wurden zahlreiche Artefakte aus diesen Regionen gefunden, die die Vielfalt und Intensität des Handels belegen. So fanden Archäologen ägyptische Schmuckstücke, mesopotamische Siegel und andere Importwaren, die den lebhaften Austausch zwischen den Kulturen widerspiegeln. Besonders intensiv war der Kontakt zu Ägypten während des Mittleren und Neuen Reiches. Kretische Kaufleute und Gesandte reisten regelmäßig nach Ägypten, um ihre Produkte, wie Olivenöl, Wein und fein gearbeitete Keramiken anzubieten, die in Ägypten sehr geschätzt wurden. Dies wird durch Darstellungen kretischer Gesandter in ägyptischen Wandgemälden belegt, die ihre Reisen und den Handel mit der Insel dokumentieren. Diese Wandgemälde und andere Quellen bestätigen, dass Kreta als bedeutender Handelspartner im östlichen Mittelmeerraum anerkannt war und dass die Produkte der Insel in der ägyptischen Gesellschaft eine hohe Wertschätzung genossen. Der Handel war jedoch nicht einseitig, sondern auch die Bewohner Kretas nahmen Elemente aus den Kulturen ihrer Handelspartner auf.
Dieser Kulturaustausch zeigte sich insbesondere in der Kunst und in handwerklichen Techniken. In der kretischen Kunst finden sich Motive, die klare Einflüsse aus Ägypten und Mesopotamien zeigen, wie etwa bestimmte Darstellungen von Tieren oder Symbolen, die in ägyptischen Hieroglyphen vorkommen. Auch die Techniken des Metallhandwerks, die auf der Insel übernommen wurden, waren maßgeblich für die Weiterentwicklung der eigenen Kunstfertigkeit. Der Einfluss Kretas beschränkte sich jedoch nicht nur auf Ägypten. Auch das griechische Festland stand in engem Kontakt mit der Insel. Dieser Austausch wirkte sich nicht nur auf die Kunst und Architektur aus, sondern auch auf die Entwicklung der mykenischen Kultur, die später die Vorherrschaft in der Ägäis übernahm. Die Mykener, die von den kretischen Traditionen in vielerlei Hinsicht beeinflusst wurden, übernahmen zahlreiche Elemente, darunter architektonische Techniken, künstlerische Stile und möglicherweise auch die Schrift. Die mykenischen Paläste, mit ihren komplexen Layouts und prächtigen Fresken, weisen eine deutliche Verwandtschaft zu den kretischen Palästen auf, was auf den direkten Einfluss der Architektur der Insel hinweist. Die kretische Schrift, bekannt als Linear A, fand ebenfalls Nachahmer unter den Mykenern, die eine eigene Schrift, das Linear B, entwickelten. Dieser Entwicklungsschritt deutet darauf hin, dass das kulturelle Erbe Kretas eine bedeutende Rolle in der Entstehung späterer griechischer Zivilisationen spielte. Auch in der religiösen Praxis und den Symbolen, die die Mykener übernahmen, lässt sich ein klarer Einfluss kretischer Traditionen erkennen. Die minoische Zivilisation erreichte ihren Höhepunkt um 1600 v. Chr., eine Zeit, die von wirtschaftlicher Blüte, künstlerischer Innovation und architektonischem Fortschritt geprägt war. Doch trotz ihrer Stärke war diese bronzezeitliche Gesellschaft nicht unverwundbar. Innerhalb weniger Jahrhunderte kollabierte sie, und Kreta verlor seine führende Rolle in der Ägäis. Der Niedergang war das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von Naturkatastrophen, gesellschaftlichen Umwälzungen und externen Einflüssen. Einer der bedeutendsten Faktoren, der den Niedergang der minoischen Zivilisation einleitete, war der verheerende Ausbruch des Vulkans auf der Insel Thera, dem heutigen Santorini. Dieser Ausbruch, der um 1500 v. Chr. Stattfand, gehört zu den gewaltigsten Vulkanausbrüchen der Menschheitsgeschichte. Wissenschaftler schätzen, dass er etwa 4-mal so stark war wie der Ausbruch des Krakatau im Jahr 1883. Der Vulkan schleuderte Unmengen an Asche und Gestein in die Atmosphäre, was weitreichende Folgen hatte. Eine Aschewolke verdunkelte den Himmel und führte wahrscheinlich zu einem signifikanten Temperaturabfall in der Region. Auf Kreta selbst hinterließ der Ascheregen eine Schicht, die landwirtschaftliche Flächen unbrauchbar machte und die Versorgung der Bevölkerung erheblich beeinträchtigte. Besonders zerstörerisch waren die durch den Ausbruch ausgelösten Tsunamis. Diese riesigen Wellen trafen die Nordküste Kretas, wo die meisten der minoischen Städte und Häfen lagen. Archäologische Hinweise, etwa Überreste zerstörter Hafenanlagen, deuten auf die Verwüstungen hin, die diese Flutwellen anrichteten. Insbesondere der Hafen von Amnissos, der Knossos mit der Außenwelt verband, wurde schwer beschädigt. Ohne diese lebenswichtigen Verbindungen war die Wirtschaft der Insel stark geschwächt. Die direkte Zerstörung durch den Vulkanausbruch war nur der Anfang der Probleme, mit denen die minoische Zivilisation konfrontiert war. Der Verlust von Ernten und die Verwüstung der Infrastruktur führten zu einer schweren wirtschaftlichen Krise. Viele Gemeinschaften waren gezwungen, sich in das Inselinnere zurückzuziehen, um sich vor weiteren Katastrophen zu schützen. Dieser Rückzug unterbrach jedoch die Handelsnetzwerke, die das Rückgrat der Wirtschaft bildeten. Gesellschaftlich dürfte die Katastrophe ebenfalls tiefgreifende Auswirkungen gehabt haben. Die religiösen und politischen Eliten, die eng mit den Palästen verbunden waren, könnten ihre Autorität eingebüßt haben. In einer Kultur, in der religiöse Praktiken eine zentrale Rolle spielten, könnte die Zerstörung heiliger Stätten und das Ausbleiben von göttlichem Schutz als Zeichen eines Versagens der Herrschenden gedeutet worden sein.
Archäologische Funde zeigen, dass einige der Paläste, wie etwa Knossos, nach der Katastrophe wieder aufgebaut wurden. Doch diese Rekonstruktionen waren weniger prachtvoll als zuvor, was auf eine Abnahme der Ressourcen und der organisatorischen Fähigkeiten hindeutet. Die einst blühenden Zentren der minoischen Zivilisation hatten ihre einstige Macht und Stabilität verloren. In der Zeit nach der Katastrophe gewannen die Mykener, eine Kultur vom griechischen Festland, zunehmend an Einfluss auf Kreta. Bereits vor der Übernahme der Insel hatten die Mykener Handelskontakte mit Kreta, und es ist möglich, dass sie die Schwächung der minoischen Gesellschaft ausnutzten, um ihre eigene Macht auszubauen. Ab etwa 1450 v. Chr. finden sich immer mehr Hinweise auf eine mykenische Präsenz auf Kreta. Die mykenischen Griechen übernahmen die Kontrolle über wichtige Zentren wie Knossos und etablierten dort ihre eigene Verwaltung. Die Einführung der Linear-B-Schrift, einer Weiterentwicklung der minoischen Linear-A-Schrift, zeugt von der Übernahme der kretischen Verwaltungstraditionen durch die Mykener. Gleichzeitig markiert sie aber auch den endgültigen Verlust der kulturellen Unabhängigkeit Kretas. Die Mykener brachten zudem ihre eigene religiöse und soziale Ordnung mit, die sich von der minoischen Zivilisation unterschied. Viele der kulturellen Errungenschaften Kretas wurden jedoch übernommen und weiterentwickelt, was zeigt, dass die minoische Zivilisation trotz ihres Niedergangs einen bleibenden Einfluss auf die Ägäis ausübte. Neben dem Vulkanausbruch und der mykenischen Expansion könnten auch andere Naturkatastrophen und Konflikte zum endgültigen Niedergang der minoischen Zivilisation beigetragen haben. Es gibt Hinweise auf Erdbeben, die in der spätminoischen Periode weitere Zerstörungen anrichteten. Erdbeben waren in der Ägäis häufig und könnten bereits vor dem Ausbruch auf Thera eine Rolle gespielt haben. Zusätzlich könnte es zu Konflikten mit anderen Mächten gekommen sein. Während die minoische Zivilisation in ihrer Blütezeit offenbar eine dominante Seemacht war, deuten spätere Entwicklungen darauf hin, dass sie ihre Kontrolle über das Meer verlor. Der Aufstieg anderer Mächte, wie der Hethiter und der mykenischen Griechen, könnte den Niedergang Kretas beschleunigt haben. Um 1100 v. Chr. war die minoische Zivilisation endgültig verschwunden. Die einst blühenden Paläste und Städte waren verlassen, und die Insel Kreta war in die dunklen Jahrhunderte eingetreten, die auch das griechische Festland erfassten. Doch das Erbe dieser Hochkultur lebte weiter, in den Mythen, in der Kunst und Architektur der Mykener und schließlich in der griechischen Zivilisation der klassischen Antike. Der Niedergang der minoischen Zivilisation zeigt, wie verletzlich selbst die fortschrittlichsten Gesellschaften gegenüber Naturkatastrophen und politischen Veränderungen sein können. Trotz ihres Untergangs bleibt diese Kultur ein bedeutendes Zeugnis der menschlichen Geschichte und ein Symbol für die Dynamik und Komplexität der bronzezeitlichen Welt. Die minoische Zivilisation geriet nach ihrem Untergang für Jahrhunderte in Vergessenheit. Obwohl die Insel Kreta weiterhin besiedelt war, wurde die Blütezeit dieser bronzezeitlichen Gesellschaft von späteren Kulturen überlagert und kaum überliefert. Ihre Spuren blieben jedoch in der griechischen Mythologie erhalten, insbesondere in der berühmten Legende von König Minos, dem Labyrinth und dem Minotaurus. In diesen Geschichten vermischten sich Fragmente historischer Wahrheit mit mythologischer Fiktion. Viele Gelehrte der Antike, darunter Herodot und Thukydides, erwähnten Kreta als Ort großer Bedeutung, doch im Laufe der Jahrhunderte wurden diese Hinweise oft als spekulativ abgetan. Die archäologische Erforschung Kretas begann erst im späten 19. Jahrhundert. Ein Hauptgrund für das Interesse war die Neugier europäischer Gelehrter an den Ursprüngen der griechischen Zivilisation. Viele der bedeutendsten Mythen Griechenlands verwiesen auf Kreta als Schauplatz, insbesondere die Geschichten über Minos, Daedalus und den Minotaurus. Zusätzlich war das Verständnis der bronzezeitlichen Ägäis zu dieser Zeit noch rudimentär, und Archäologen begannen, systematisch nach den Ursprüngen der europäischen Hochkulturen zu suchen.
Ein weiterer Anreiz zur Erforschung war die Entdeckung bedeutender Städten auf dem griechischen Festland, wie Mykene und Tiryns, durch Heinrich Schliemann. Schliemanns spektakuläre Funde von goldenen Artefakten und monumentalen Gräbern führten zu der Vermutung, dass ähnliche Zivilisationen auf benachbarten Inseln existiert haben könnten. Kreta, mit seiner strategischen Lage und seinen Mythen, wurde zu einem Hauptziel der Suche. Der britische Archäologe Sir Arthur Evans war der Schlüsselakteur bei der Wiederentdeckung der minoischen Zivilisation. Evans, der ein großes Interesse an frühgeschichtlicher Archäologie hatte, war von der Existenz einer hochentwickelten Kultur auf Kreta überzeugt. Berichte über mysteriöse Siegelsteine, die in Kreta gefunden wurden, und Schriftzeichen trugen, die keiner bekannten Schrift entsprachen, zogen ihn auf die Insel. Im Jahr 1900 begann Evans mit systematischen Ausgrabungen in Knossos, einem Ort, der seit Jahrhunderten als bedeutend galt. Schon früh stieß er auf die Überreste eines riesigen Palastkomplexes. Diese Funde bestätigten seine Theorie, dass auf Kreta eine Hochkultur existiert hatte, die der mykenischen Zivilisation zeitlich vorausging. Evans nannte diese Kultur minoische Zivilisation, in Anlehnung an König Minos aus der griechischen Mythologie. Die Ausgrabungen in Knossos brachten spektakuläre Ergebnisse, riesige Bauwerke mit mehrstöckigen Strukturen, kunstvolle Fresken, große Lagerräume und fortschrittliche Wassersysteme. Diese Entdeckungen revolutionierten das Verständnis der Bronzezeit in der Ägäis und widerlegten die bis dahin verbreitete Annahme, dass die griechische Zivilisation ihre Hochkultur direkt aus dem Nahen Osten bezogen hatte. Knossos war seit Jahrhunderten ein Ort, um den sich Geschichten rankten. Es war nicht nur die größte bekannte Siedlung der Insel, sondern hatte auch durch seine Lage und Größe archäologisches Potenzial. Lokale Funde, darunter die bereits erwähnten Siegelsteine, sowie Berichte von frühen Reisenden und Antiquaren hatten Evans überzeugt, dass sich hier ein bedeutendes Zentrum der Antike befand. Zudem wies die Topographie von Knossos, eine leicht erhöhte Lage, von der aus die umliegenden fruchtbaren Ebenen überblickt werden konnten, darauf hin, dass es sich um ein administratives und religiöses Zentrum gehandelt haben könnte. Das Interesse an Knossos spiegelte also eine Kombination aus archäologischen Indizien, mythologischen Bezügen und strategischen Überlegungen wider. Die Entdeckung der minoischen Zivilisation durch Evans veränderte die europäische Geschichtsschreibung grundlegend. Sie zeigte, dass die Ursprünge der europäischen Hochkulturen tiefer in die Vergangenheit reichten als bisher angenommen. Die Erkenntnis, dass die minoische Zivilisation nicht nur die erste bedeutende Kultur Europas war, sondern auch in der Lage war, beeindruckende Handelsnetze und eine ausgeprägte Kunst zu entwickeln, führte zu einem neuen Verständnis der Bronzezeit. Seit den ersten Ausgrabungen hat die Archäologie immense Fortschritte gemacht, und neue Technologien haben das Wissen über die minoische Zivilisation erweitert. Methoden wie die Analyse von DNA-Proben haben gezeigt, dass die Bevölkerung Kretas genetische Verbindungen zu Anatolien und dem Nahen Osten aufwies, aber auch einzigartige Merkmale entwickelte. Die Isotopenanalyse von Knochenfunden liefert wertvolle Einblicke in die Ernährung der Bevölkerung, die stark auf Landwirtschaft, Fischerei und Importgütern basierte. Zudem geben geophysikalische Untersuchungen Aufschluss über das Ausmaß der Paläste und ihrer Infrastruktur. Ein ungelöstes Rätsel bleibt die Linearschrift, die auf zahlreichen Tontafeln und Artefakten gefunden wurde. Im Gegensatz zur späteren Linear-B-Schrift, die von den Mykenern verwendet wurde, konnte Linear-A bisher nicht vollständig entschlüsselt werden. Diese Schrift birgt das Potenzial, noch tiefer in die Gedankenwelt der minoischen Zivilisation einzutauchen. Die Wiederentdeckung der minoischen Zivilisation hat auch gezeigt, wie eng Mythologie und Geschichte verwoben sein können. Die Erzählungen von König Minos und dem Labyrinth scheinen Anklänge an reale Begebenheiten und Orte zu enthalten, etwa die komplexen Grundrisse der Paläste.
Auch der Stier, der in der Mythologie eine zentrale Rolle spielt, spiegelt sich in der Kunst und Religion der minoischen Zivilisation wider. Die minoische Zivilisation war eine der fortschrittlichsten Kulturen der Bronzezeit und prägte die Entwicklung Europas nachhaltig. Ihre Kunst, Architektur und ihr Handel beeinflussten die Kulturen ihrer Zeit und hinterließen ein Vermächtnis, das bis heute fasziniert. Die Wiederentdeckung dieser Zivilisation hat unser Verständnis von den Ursprüngen Europas verändert. Gleichzeitig bleiben viele Rätsel bestehen, die zukünftige Generationen von Forschern weiter ergründen werden. Kreta, die Wiege dieser antiken Kultur, bleibt ein Schlüsselort, um die Geschichte der Menschheit zu verstehen.